I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, if I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? If I should fall, I will find love again. Oh, how far will I Der Bauernhof stand schon viele Jahre leer und ist auch seit einigen Jahren zum Verkauf angeboten worden. Es kamen auch einige Interessenten, aber bevor es zum Kaufabschluss kam, sind immer Dinge passiert, weshalb es dann nicht zum Abschluss gekommen ist. Der Bauernhof ist auch einige Zeit von Jugendlichen als Partykeller verwendet worden, aber auch die haben sich dort nicht wohlgefühlt, sodass diese Zeit schnell vorbei war. Genauere Informationen haben wir nicht bekommen, wir sind aber gebeten worden, uns das
genauer anzusehen und genauer zu untersuchen. Kurz vor Drehbeginn haben wir dann die Information bekommen, dass bei Bauarbeiten beim Bauernhof ein Friedhof oder Reste eines Friedhofs entdeckt worden sind. Das ist auch mit Archivdokumenten aus einem Archiv dann belegt worden. Das hat das Ganze für uns natürlich dann noch viel spannender gemacht. Wir sind dann mit dem EMF-Messgerät und mit dem K2 losgezogen und haben den Bauernhof, das ganze Areal, sind wir mal abgegangen. Jetzt. Ja, macht er. Leg mal los, was hast du da am Handy offen? Das kannst du Schau dir das an. Voll der Ausschlag. Ja. Also voll. Sehr stark. Das brauchst du nicht, das Handy, oder? Das brauche ich nicht, ne? Aber das hat keinen Ausschlag. Das fängt ja schon mal gut an. Mitten im Raum? Ja. Ich habe bei mir da. Ich glaube, du musst mehr zum Malik sein. Ja, wir müssen das gerade nicht auffüllen, oder? Das ist überall. Gibt's ja Was ist mit dem K2? das schaut da sehr stark aus bis zur mittleren LED. Jetzt da ist jetzt nichts. Naja, wieder ein zweites LED. Okay. Ich versuche da gerade so wie beim Metallsuchgerät zu orten. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Mein Name ist Alex. Mein Name ist Jürgen. Ich habe hier ein Gerät in der Hand. Wenn du dieses Gerät berührst oder näher kommst, dann gibt es Töne von sich. Du kannst dich auf diese Art und Weise bemerkbar machen. Bei Jürgens Gerät leuchten Lämpchen, sobald du dich näherst. Am besten wäre es, wenn die Antwort Ja ist, wenn du dann das Gerät berührst. Ist jemand hier? In dem Moment jetzt, wo ich diese Fragen gestellt habe, ist das Gerät auf 0 gegangen. Der da ist jetzt auch Bei dir auch, oder? weg, ja. Das ist nur die Kontrolllampen, die ist, wenn die eingeschalten ist, dann leuchtet es. Und da passiert ja gar nichts mehr. Da hat zumindest die zweite permanent geleuchtet die ganze Zeit. Hat sie jetzt erst gesehen am Video. Gar nichts mehr, gell? Jetzt nichts mehr. Das ist interessant. Naja, gehen wir einfach weiter. Mhm. Alt darf man nicht werden. Möchtest du dich bei uns bemerkbar machen? Dann berühre bitte dieses Gerät in meiner Hand. Was jetzt ganz auffällig absolut auf 0,0 ist in jedem Bereich. Ja, da war es zuerst auch bis zum Ja. Orangenausschlag. Ja, ich habe alles auf Kamera. Und jetzt ist nichts mehr. Nichts? Nichts? Nada. Und das Haus ist ja völlig ohne Strom, das haben wir ja schon kontrolliert. Es ist leerstehend und da zwickt die Energieversorgung den Strom ab. Und das ist hier auch passiert. Und trotzdem haben wir hin und wieder so Ausschläge. Das war jetzt heftig, gell? Und jetzt ist gar nichts mehr. Gar nichts mehr, ja. Das ist. Bin jetzt erst also bis zur Mitte schon relativ stark gewesen. Stärker war es eigentlich nur in den Privatfallen. Da war wirklich viel Spannung, aber hier trotzdem sehr, sehr starker Ausschlag gewesen. Wow, Ja, da musst du aufpassen, das ist Achtung. einbrochen. da geht's ab jetzt. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass dieses Haus keinen Keller hat, oder? Wenn es abwärts geht. Also genau da war das. Sozusagen auf der Homebase. Ja.
Wenn du mit uns sprechen möchtest, dann komm bitte einen Schritt näher. Du kannst dich aber auch gerne durch Klopfen bemerkbar machen. Oder probiert es mal umgekehrt, wenn er nicht mit uns sprechen möchte. Wäre eine Idee, oder? Oder wenn du nicht mit uns sprechen möchtest, dann kannst du dich jetzt auch bitte bemerkbar machen. Das mit dem Licht einschalten von dem Gerät ist blöd. Das schaltet sich gleich wieder aus und Es wirkt ein bisschen so, wie wenn er reingeschnuppert hätte. Ja. Und jetzt meint er, eigentlich interessiert es mich nicht und geht weg. das war jetzt wirklich heftig. Ja. Schauen wir mal rüber. Ja. Schauen wir da hin. Achtung auf den Kopf. Das war der Schweinestall, oder? Ja. Wo wir zuerst gegangen sind. Mit einer Weinpresse. Oder so, gell? Traubenpresse. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Unsere Namen sind Alex und Jürgen. Wir sind heute hier, um zu versuchen, Beweise für die jenseitige Existenz zu finden, Kontakt aufzunehmen. Wir haben hier 2 Geräte, wir haben heute auch mehrere Geräte mit, die euch eventuell die Möglichkeit bieten, euch bemerkbar zu machen. Bei diesen Geräten funktioniert es so, ihr müsst euch einfach nur nähern. Ihr habt aber auch gerne die Möglichkeit, euch durch Geräusche bemerkbar zu machen. Frösche? Ja. Ein bisschen schwindelig ist nicht. Dir schwindelig? Ja, ein bisschen. Okay. Das ist, jetzt geht unsere. Oh. Was, Was? ja, hast du gemerkt? Ja, Ja. der Boden schwankt, glaube ich. Der Boden schwankt und das zweite Problem ist, und zwar immer. Alex! Ja, aber es ist ja, es kommt, mir geht es jetzt auch so. Und immer nur beim Ermitteln. Ja. Aber ich habe das ja nie gehabt. Herzrhythmusstörungen und so Schmerzen im Kreuz. Ja. Da hinten. Ja, als hätte man wer reingeschlagen. Das Okay. letzte Mal habe ich solche Schmerzen gehabt, weißt du wo? In der Kühnburg, da habe ich dann genug gehabt. Ja. Wo mich die Corinna dann aus dem Keller raus Aber gerettet hat. mir ist noch nie so schwindelig gewesen, jetzt gemeinsam mit dir quasi. Einmal beim Friedhof. Ja. Aber da, Also Massenpanik gibt es auf jeden Fall, aber gibt es Massenschwindel? komisch, ja. Komisch, für mich ungewöhnlich, deswegen rede ich jetzt so viel davon. Da der Ausschlag ist permanent 0. Ja. Das war der Hengelstall. Da Pferde. Pferdestall, okay. Unsere Namen sind Alex und Jürgen. Ich glaube, wir brauchen sie nicht in jedem Raum sagen, Ja. die wir das schon mitbekommen haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bemerkbar machen würdet. Vielleicht wollt ihr mit uns sprechen, aber auch wenn ihr nicht mit uns sprechen wollt, könnt ihr uns das mitteilen. Ihr könnt diese Geräte hier berühren oder in die Nähe kommen. Dann leuchten hier die Lämpchen auf. Könnt damit spielen. Und der Alex hat auch ein Gerät, da könnte es sogar piepsen, Geräusche machen.
Wie geht's euch? Gut. Alles gut? Das ist gut, oder? Das wollen wir. Ja. Aber weißt du, schön ist nach so einer langen Pause. Ja, wie lange? Wir haben uns jetzt, glaube ich, einige Monate nicht gesehen. Ja. Nach Ja. so einer langen Pause wieder mal gemeinsam loszuziehen, das ist schon toll. Ja, ist gut, das war. Wo ist denn der Freudensprung von den anderen, Alex? Der versteckt sich hinterm Licht. Hast du dich geschreckt? Ja. Man hört, wie sich die anderen freuen. Die freuen sich so, dass sie gar nichts sagen, oder? Das war der Händelstall. Gell? Ja. Ja, gell? Gehen wir mal in die große Scheune. Die große Scheune, die steht ja auf einem ganz tollen Gelände. Typisch für die Gegend, oft übersehen worden. Hat euch der Vermieter erzählt? Nein, Nicht? nein, das hat er jetzt nicht Wie erzählt. sie das Gebäude draufgebaut haben und dann später bei Bauarbeiten draufgekommen sind, dass da eigentlich Gräber drunter sind. Ah, okay. Er hat nur gesagt, dass beim neuerlichen Dachdecken. Friedhof, alter Friedhof. Nein, hat er nicht gesagt. Hier auch nicht? Er hat nur gesagt, dass einen vom Dach runtergeschmissen hat und er war ziemlich schwer verletzt. Ja, genau, den Lehrling. Ja, wie es gedeckt worden ist. Aber das ist jetzt auch schon 70 Also Jahre ich weiß nicht warum, aber die Kamera, die fokussiert gar nicht. Die anderen Kameras funktionieren? Ja. Aber wenn wir das Licht haben, glaube ich nur. Möglich, ja so, das Gegenlicht, blenden. Ja. Ja, und die linke Tür müssen wir aufpassen, das ist die, die umfällt, wenn man die bewegen möchte. Hast du das gehört? Ja, rechts war das. Das ist ja schwierig zu einschätzen. Teilweise könnte es auch sein, dass da Ratten herumlaufen. Normal zu. Naja, die Das sind überall, brauche ich nicht unbedingt. wo Zivilisation ist, aber da muss man Alex. differenzieren. Ja, wie schaut es bei dir aus mit Ratti? Ja, die habe ich gern. Ja, ich mag es auch gern, aber nicht so wildlebend. Über die Schmecken auch beißen. gut. Und da zart sind sie. Alex und Jürgen, unser Name. Wir sind heute hier, um zu fragen, ob noch jemand außer uns hier ist. Wir haben hier Geräte, ihr braucht euch nur zu nähern. Die Geräte, das eine Gerät in meiner Hand macht dann Geräusche. Und beim Gerät von Jürgen, das leuchtet dann. Also es leuchten noch mehr Lämpchen als jetzt. Ihr könnt euch damit einfach herumspielen. Ihr könnt euch durch Geräusche bemerkbar machen. Wir möchten heute etwas über das Jenseits erfahren oder am Weg zum Jenseits, wenn jemand hier ist und uns etwas sich mitteilen möchte, hat er jetzt die Gelegenheit dazu. Dann haben sie da den Boden gemacht und haben ein bisschen gegraben und dann kamen schon die Särge zum Vorschein. Das haben die nicht so lustig gefunden. Ja? Vorsichtig, vorsichtig. Wow. Ah, ich habe nichts gesehen, warte, da geht's drüber. Mir geht's gut, es ist Nicht. nichts passiert, ich werde euch jetzt da herstellen. Nicht wehtun. Das zahlt sich nicht aus. Daumen im Rücken drauf und weg bist du. Kann man den ein bisschen auf die Seiten gehen? Die Seitenschirm. Achtung, da ist noch eine Rolle, gell?
Heuschober. Ja, setzen uns mal kurz daher. War das gerade die Nachbarin oder hat da? Wahrscheinlich. Es ist ein kleiner ländlicher Ort da, also die Nachbarschaftsgeräusche lassen sie leider nicht ganz verhindern. Das Rumpeln habe ich auch gehört. Ist hier jemand sonst noch außer uns? Ist ja sonst noch jemand außer uns? Na, da hat doch jemand Probleme mit Deutsch, oder? Vielleicht finden sie das lustig. Kannst du dich erinnern? Welche Episode war das? Stichproben, Episode 8. Wie andauernd rund um den Friedhof im Moped gefahren ist. Ja. Ja, das ist nervig. Ja, Aber der wie fährt die gesagt, das ganze kannst Zeit du auf schlecht und ab. verhindern, das sind halt da schon. Ich sage nur, manche Ereignisse, die wiederholen sich gern. Wow, schau mal. Ja. Fette Kugeln, aber ganz hinten. Ja. Bei Staubkörnern, da wäre es ja so, dass die umso näher an der Linse, umso größer, aber ganz weit weg. So dass man es wirklich schon extrem sieht. Das ist jetzt nichts, gell? Aber Ja. ein Punkt. Aber ganz, so richtig, ganz hinten. Wollt ihr euch? Und da ist wieder gar nichts. Wollt ihr euch gerne dem Jürgen einmal nähern? Kann einmal einer von euch mit der Taschenlampe in die Luft leuchten, dass ich sehe, wie hoch das Ja. die Staubkonzentration ist? Man sieht relativ wenig Staubkörner, oder? Ja. Ja, es ist auch von der Luft her also total angenehm, oder? Stimmt. Danke. Passt schon. Spinnenleben halt. Da merkt man, das ist ein altes Gebäude. Also wo dieser Lehrling runtergefahren ist vor 70 Jahren, da ist das Haus Das ist bereits schon sofort lang, verschwunden, das hat jetzt irgendwie auch ausgeschaut. schon lang gestanden. Aber es ist gleich verschwunden. Okay. Ja, das kann ganz interessant werden. Gut. Machen wir uns mal den Weg zur Basis. Mhm. Ja, und überlegen uns dann mal aufzuteilen, glaube ich. Ja. Also ein bisschen haben wir eh schon vorher überlegt, wie wir es machen. Ja, machen getrennt. Ja. Ja, und schauen, was dabei rumkommt. Mhm. Machst du Kinect? Ja. Super. Gehen wir einfach einmal retour. Das ist ungewöhnlich. Zuerst so aktiv und jetzt hat er überhaupt nichts, kein Ausschlag, gar nichts. Gell?
Das war wirklich arg, ja. Und das ist ja eigentlich wirklich stark gewesen. Das war extrem auf beiden Dann Geräten. zack, raus. Und deswegen bin ich gespannt, was da jetzt noch rauskommen wird. Ja. Auf, Kameraden. Pass auf, dass nicht stolpert. Ja. Hehe, so. Den anderen Sessel habe ich auf der Seite geschoben. Corinna und Alex, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr stürzt, ja, dann bitte schaut, dass ihr am Rücken fallt und die Kamera in die Luft haltet, dass ist der Kamera nichts passiert. Genau. Also, Ist das okay? Ja, das ist. Na klar. Guter Mann. Guter Mann. Der Alex, der ist aber wirklich so. Der schaut bricht sich schon alle aus. Rippen, das ist ihm ganz egal, Hauptsache die Kamera. Du bist ein bisschen dreckig geworden, möchte ich mal sagen. Oh, sehr hübsch, ja, Alex. Schaut draußen aber auch. Ja. Da links oben, das ist so typisch, ja, typisch klischee-mäßig zumindest. Ja. Friedhof, Ah, der Mopedfahrer ist weg. aber nicht Friedhof direkt, sondern wenn irgendwo was auf einen geweihten Boden drüber gebaut worden ist, wenn die Grabruhe gestört wird. Ja. Der Mopedfahrer ist weg. Jetzt ist er weg. Ja. Und das war dann ein ziemlich alter Friedhof. Oder, Alex? Das war ein alter Friedhof, ja. Und auf die Fotos, wenn die vergrößert sind, bin ich schon gespannt. Gut, bereiten wir uns für die nächste Runde vor. Gleich zu Beginn waren das K2 und das EMF-Meter sehr aktiv. Wir hatten zuerst die Vermutung, dass irgendwelche Spannungen oder Restmagnetfelder über das Erdungskabel kommen, aber im späteren Verlauf der Untersuchung sollten wir das dann doch nochmal überdenken. Die Aufnahmen der Vollspektrum-Kamera waren sowohl interessant als auch fragwürdig. Wir haben beim Betreten der Scheune keinen Staub in der Luft feststellen können, wir haben keinen bemerkt. Auf den Aufnahmen war aber doch einiges zu sehen. Das Thema Orbs ist ein viel diskutiertes und jeder hat seine eigene Meinung dazu. Auf den Aufnahmen konnten wir auf jeden Fall einige große Kugeln bemerken. Die Scheune sollte uns auch später noch einiges bieten. Wir haben uns dann aufgeteilt. Alex ist mit dem K2 und mit der neuen Spirit Box aufgebrochen und ich bin mit der Kinect unterwegs gewesen. Ups. Dass die Hände in die Höhe strecken, dass der Kamera nichts passiert. Dir kann sich das Kreuz abreißen, das ist wurscht, aber der Kamera darf nichts passieren. Das zahlt die Versicherung. Ups. Okay, also die Kinect erkennt dich einmal. Ich habe das Skelett quasi auf dir drauf. Das ist da links. Ne? Das ist interessant. Schwenken wir ein bisschen die Umgebung ab. Also es ist ja fast wie ein Nachtsichtgerät, nicht? Mit den Laserabtastungen, was die Kinect macht. Siehst du Konturen, die du jetzt so gar nicht siehst, also mit freiem Auge.
Okay. Das ist wirklich. Ich kann der Kinect fast besser orientieren als mit dem Schauen. Ah, da haben wir schon kurz hat man was gesehen. Wenn jemand hier ist, kannst du dich gerne uns zeigen. Mit diesem Gerät können wir dich erkennen, wenn du das zulässt. Und wenn wir dich erkennen, dann kannst du reagieren. Es kann dir nichts passieren. Und du kannst auch jederzeit wieder verschwinden, wenn du das nicht möchtest. Aber wir wären sehr dankbar, wenn du dich uns kurz zeigst. Wir sind nur heute hier. Okay. An der Stelle hat es zuletzt ein bisschen kurz was gegeben, aber seitdem jetzt nicht mehr. Man muss ja wirklich sehr aufpassen, weil man möchte sie wirklich nicht wehtun da. So. Man hört immer wieder rumpeln und das ist dann schwierig zum Einteilen. Ist das jetzt von der Nachbarschaft oder ist es hier? Ah, da war jetzt wieder kurz was. Hallo! Da haben wir ein kleines Skelett an der Stelle eingebaut. Hallo? Möchtest du näher zu uns kommen? Schön, dass du da bist. Kannst du dich aufrecht hinstellen? Es wirkt von der Kontur her fast wie ein Tier, was irgendwie gebückt da stehen würde. An der Stelle. Kannst du eine Hand heben? Es kann dir nichts passieren. Ist schwierig zu sagen. Also ich habe den Eindruck, dass es sich einfach in den Konturen anpasst. Kannst du dich von dem Ort dort weglösen? Ah, zack und weg. Ah, jetzt ist da wieder. Es springt dann ein bisschen herum. Man muss halt wirklich sehr aufpassen, dass es nicht diese Interpretation der Figur durch die Technik ist. Aber genau in dem Moment, wo ich davon gesprochen habe, ist sie schlagartig verschwunden.
Hat der Jürgen jetzt das Audiogerät mitgenommen? Egal. Okay. Ich nehme aber das K2 auch mit. Mhm. Ich nehme das K2 auch mit. Ja, ich gehe vor. Die neue Ghostbox, mit der bin ich noch nicht so ganz. Da kannst du die Antenne ausschalten. Dass man noch das weiße Rauschen hat, oder? Genau, da kannst du es auch stoppen. Aber die läuft für mich nicht rund. Merkst du, das ist nicht so ganz. Vorher haben die Lämpchen hier alle sehr. Wow. Wo bist du drauf? Ja. Könntest du dich bitte von diesem Gerät wieder entfernen? Stück für Stück zurück. Was nicht. Könntest du bitte von dem Gerät und von mir noch einmal ein Stück zurückweichen? Wow. Und könntest du jetzt bitte noch einmal näher kommen? Noch näher. Immer ganz langsam, Stück für Stück näher. Alex. Hm? Wahnsinn. Könntest du noch näher kommen, bitte? Ich bin ganz sicher in friedlicher Absicht hier. Und noch näher. Weg. Weg. Es wird doch immer mehr und mehr und dann noch einmal weg, oder? Aber warum? Das kann ich dann nicht sagen. Wir haben ja noch ein Gerät. Das macht ganz nervige Geräusche und uns nervt es auch. Das funktioniert auf Radiobasis. Kannst du uns vielleicht hier eine Nachricht hinterlassen? Ansonsten kannst du gerne noch einmal über dieses Gerät probieren, dich zu nähern. Bin ziemlich zittrig jetzt. Möchtest du bitte noch einmal zu mir kommen? Wäre total nett von dir. Zur Erklärung, wir sind hier und wir versuchen herauszufinden, ob es ein Jenseits gibt, ein Leben nach dem Tod, ob die Seele
nach dem körperlichen Tod weiter existiert. Und wir glauben, dass diese Geräte die Möglichkeit bieten, dass wir kommunizieren können. Diese Geräte, die tun ja nichts. Wir sagen es immer wieder, dass die Kinect ein Stück Technik ist, das man mit Bedacht einsetzen muss. Die Kinect ist so gebaut, dass sie in möglichst vielen Dingen menschliche Figuren erkennen kann, sodass sie Bewegungen interpretieren kann. Wir haben Aufnahmen gemacht von etwas, das wir am Anfang als Tier interpretiert haben. Bei der Auswertung hat man dann aber eher das Gefühl gehabt, das ist eher wie aus einem Horrorfilm, wie ein Geist oder ein Dämon, der sich nach hinten durchbiegt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Gedanken von dem Dämon nicht schon vor Ort hatte. Die neue Spirit Box, die kann man glaube ich wieder einpacken. Da ist überhaupt nichts gekommen. Das ist für mich sozusagen der beste Beweis dafür, dass man sich vielleicht mehr wieder auf analoge Geräte konzentrieren sollte. Dafür war die Sache mit dem K2 wirklich der Hammer. Ein direktes Interagieren, komm noch ein Stück näher, die Lämpchen leuchten auf, geh bitte wieder ein Stück weg, die Lämpchen gehen aus, das mehrmals hintereinander, war für mich mehr als nur spannend. Ja, da habe ich mir schon gedacht, es könnte doch ein vielversprechender Abend werden. Jetzt erscheinen sie nur sporadisch. Ich wollte dich nicht vertreiben. Kannst du nochmal erscheinen? Ja. Oh ja, jetzt ist wieder was da. Und dann verschwindet es wieder. Du kannst dich ruhig hertrauen. Wir tun dir nichts. Ist hier jemand, der sich uns zeigen möchte, dann erscheine bitte vor diesem Gerät. Danke. Ist jetzt da. Kannst du eine Hand heben und weg ist es. Es kommt und dann geht es wieder weg. Kannst du dich uns noch mal zeigen? Bitte. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich hier vor diesem Gerät hier sehen können, wenn du dich uns zeigst. Es ist eine Chance, dass du wieder wahrgenommen wirst. Dich hat er jetzt erkannt. Wir sind auch nur heute da, du wirst dann wieder deine Ruhe haben. Wir würden uns gerne ein wenig mit dir unterhalten, wenn das möglich ist. Und wenn das okay ist. Die Kinect erkennt dich als Kameramann, das ist einmal ein gutes Zeichen, dass sie funktioniert. Aber jetzt erscheint da nichts mehr. Komm mal rauf. Ich gehe davon aus, dass Entitäten auch leicht sich im Raum bewegen können. Oder sind sie ortsgebunden? Zeig dich doch bitte.
Schauen wir mal zurück ein Stück. Ist hier jemand, der sich uns zeigen möchte, der sich uns mitteilen möchte? Das sind kurz immer so Erscheinungen gewesen und dann ist wieder nichts. Eigentlich ein riesiges Gebäude, das aber ziemlich vollgeräumt ist. Ja, ich erkenne es wieder. Wenn du noch hier bist, dann berühr doch bitte dieses Gerät noch einmal. Oder komm noch einmal ganz nah zu mir. Du brauchst auch keine Angst haben. Jetzt nur mal zur Probe, ja. Wenn man da jetzt misst, ja. Nichts. Nix. Und vorher, das war doch so richtig, komm her, Ja. und geh weg, das hat doch gepasst, oder? Ja, und zwar ganz langsam auch. Man hat richtig gesehen, wie es geblinkt hat, das Lamperl. Ja. Also wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du uns das noch einmal zeigen könntest. Oder du könntest auch die Lämpchen leuchten lassen, du weißt jetzt, wie es funktioniert, wenn dir lieber ist, dass wir hier wieder weggehen. Wenn es dir unangenehm ist, dass wir hier sind, dann bring bitte die Lämpchen zum Leuchten. Was meinst du dazu? Zur Spiritbox oder zum K2? K2. Also schon sehr interessant. Probier es mal da hinter mir im Eck. Schau. Könntest du bitte noch einmal zu mir kommen? Siehst du es? Wir haben da draußen noch ein Gerät stehen, in der Küche. Ich glaube auf der Heizung, oder? Das ist eine Spieluhr und die beginnt zu spielen, wenn du ganz nah hingehst. Beginnt die automatisch zu spielen. Möchtest du das einmal versuchen?
Da war gerade leise eine Frauenstimme in der Spiritbox. Hast du das gehört? Ich habe es kurz gehört, ja. Ja, hörst du? Hörst du das? Was hast du? Da hat er geweint. Ich habe es nicht gehört. Da draußen. Da draußen. Sag, ich komme nur, wenn eine Frau weint. Ja, immer wenn wir laut sind mit der Spiritbox, können wir die Sachen hören. Wenn wir leise sind, für EVP, kommt nichts. Schau mal. Man sieht meinen Auto, gell? Bisschen. Nur ein bisschen. Wie viel haben wir draußen? 15 Grad? Ja. Merkst du auch, dass es kälter wird momentan? Wer ist denn hier bei uns? Man sieht es ganz leicht, gell? Nur ganz leicht. Also ich glaube nicht, dass man es auf der Kamera sieht, aber so live sieht man. Drüben, was das Frauenwein geht, schau mal rüber. Ja. Hopp. Hoppala. Wer weint denn hier? Schon wieder. Hast du das nicht gehört? Wie klingt das? So. So. Oder bin ich blöd? Jetzt Hast habe du ich das es gehört. gehört? Ja, die ganze Zeit schon wieder. Wer ist denn hier bei uns? Alter Alex, ich schreck nicht Da ist mehr. aber nichts am Boden. Nein, da ist nichts. Na, es ist. Fang nicht an wie bei der Kühnburg, wirklich. Magst du dich kurz hinsetzen? Nein. Wer ist denn hier bei uns? Schon wieder. Das ist, wäre der Raum schief. Ich fühle mich, als würde der Raum nach hinten kippen. Da schon mal Platz. Pass auf, da bei mir ist das Loch. Oder die Bodensenke. Ich glaube, du steigst gleich rein. Aber Und da. Da war was. wie ist es für dich jetzt? Mich zieht es jetzt nach vorn. Zieht sich zurück? Bisschen. Oh ja. Der Boden ist schief. Okay, das war der Grund. Wenn du im Dunkeln bist und die Orientierung fehlt und dann ist der Boden schief, das Gleichgewichtsorgan, das versagt in dem Moment, bei manchen, bei mir zumindest. Wir haben ein wunderschönes Bild von Jesus Christus. Hast du es gesehen? Na, Gasometerausschlag war. ich hab gerade auf die Kamera geschaut. Kennst du ihn?
Immer wieder sah man die Kinect-Skelette an unterschiedlichen Stellen auftauchen. Das können jetzt eine oder mehrere Entitäten gewesen sein. Dass diese Skelette immer nur kurz aufgetaucht sind und quasi herumgesprungen sind, hat das Ganze auch für mich eher glaubwürdiger gemacht. Denn man hatte das Gefühl, dass, also zum einen natürlich, die Kinect ist nicht eingeschossen auf einen Gegenstand, den man als Person interpretiert und dann erscheint es immer wieder, sondern es war wirklich spontaner und dadurch wirkt es dann auch echter oder zumindest macht es mich nachdenklicher. Man hatte auch durch dieses Springen dieser Skelette das Gefühl, dass man von allen möglichen Seiten beobachtet wird. Das war schon hochinteressant und es sollte dann auch noch ganz Unglaubliches passieren. Die neue Spiritbox kann man meiner Meinung nach getrost, man sagt in Österreich kübeln, also einfach vergessen. Absoluter Schrott. Das ist sozusagen viel Lärm um nichts. Ja. Wie die Corinna dieses Weinen gehört hat, da ist mir aufgefallen, dass es rundherum sehr kalt geworden ist. Wir haben an dem Abend 16 Grad so rund gehabt, ja, und im Haus war es auch ungefähr so. Und man hat auf einmal meinen Atem gesehen. Ja, es war sehr schwach, es stinkt mich auch ziemlich an, dass man es nicht auf der Kamera sieht. Aber es war doch eindeutig dieser Ausatemnebel zu erkennen. Ist jemand hier? Kann sich jemand uns bitte zeigen vor diesem Gerät? Ah, jetzt ist was. Schön, dass wir dich hier sehen. Kannst du dich aufstellen? Kannst du dich bewegen? Kannst du eine Hand heben? Ah, jetzt wirkt er, wie wenn er aufgestanden wäre. Und weg. Es ist eigenartig. Es erscheint was, dann scheint es kurz zu interagieren und dann ist es schlagartig weg. Und dann kommt gar nichts mehr. Und schauen wir mal nach hinten. Kannst du dich nochmal uns zeigen? Ich schaue mal kurz nach hinten. Du bist am Anfang hier vor dieses Gerät gekommen. Kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal hier erscheinen? Wir würden dich sehr gerne begrüßen. Du brauchst nicht ängstlich sein. Kannst du vielleicht einige Fragen so beantworten, ohne dass du uns erscheinst? Du kannst uns sagen, wie du heißt. Warum bist du hier? Ich frage mich, ob man da was im Hintergrund auch noch hören kann, auch wenn man jetzt nichts sieht.
Bist du alleine? Oder sind mehrere hier, die mit uns reden können? Ah, ja, hallo. Schön, dass du kurz erscheinst. Ich würde dich sehr gerne länger hier begrüßen. Kannst du noch mal erscheinen? Ah, hallo. Kannst du jetzt deine Hand heben? Wie heißt du? Ich freue mich, wenn wir uns hier sehen und wenn wir ein bisschen kommunizieren können. Ist wieder größer. Wie ist dein Name? Und was ist deine Zeit? Wann hast du gelebt? Und weg. Findest du den Weg nicht zu ihm? Da redet wer in der Spiritbox. Bitte? Da hat gerade wer in der Spiritbox gesprochen. Ich habe das nicht gehört. Da spricht permanent wer in der Spiritbox. Jetzt auch, oder wie? Na, jetzt nicht mehr. Wieso höre ich das nicht? Eine Frage zu der Spiritbox. Hört man da die Radiosender nur ganz leise oder sind die ganz abgestellt? Die Antenne ausgeschaltet. Bitte? Die Antenne ist ausgeschaltet. Das heißt, man hört sie gar nicht. Es ist nur auf den verschiedenen Radiofrequenzbändern weißes Rauschen. Ja. Weiter. Schau. Ja. Bist du wieder hier? Könntest du bitte einen Schritt zurückgehen? Alex. Und noch einen Schritt? Du kannst auch nachher gern wieder herkommen, aber ich brauche bitte die Bestätigung, ob wirklich wer da ist. Wenn jetzt wer bei mir ist, dann geh bitte noch einen Schritt zurück. Oder 2, sodass das zweite Lämpchen hier ausgeht. Bitte geh zurück. Ich kann sonst nicht, oder komm ganz nachher, dass alle Lämpchen leuchten. Wie machen wir es nun? Also dann bitte so weit wie möglich weg und nachher kannst du wieder herkommen. Ja? Und jetzt wieder zu mir bitte. Jetzt kannst du gerne so nah wie möglich zu mir kommen. Komm doch bitte ganz nah zu mir. Also die Spiritbox ist es nicht. Wer ist denn hier auf dem Bild zu sehen?
Kannst du uns seinen Namen sagen? Sag mir doch bitte den Namen. Hast du das gehört? Was hast du gehört? Nur ein irgendwas. Wie eine Frauenstimme. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Könntest du mir bitte den Namen von dieser Figur hier in der Mitte sagen? K2. K2, ja. Kennst du diese Person? Alex, geht's? Ja. Ist eingeschlafen. Achso. Hier draußen haben wir auch eine Spieluhr. Siehst du, wenn man sich nähert, kannst du sie aktivieren. Möchtest du die Spieluhr einmal ausprobieren? Du brauchst nur möglichst nah herangehen. Ich versuche mal auf einer Frequenz zu bleiben. Dass wir nur Rauschen haben. Ja. Kannst du eventuell das Gerät wieder zum Laufen bringen, indem du da berührst die Fläche? Alex, hörst du das Rumpeln nicht? Denk mal schon, weil du nicht reagierst. Wie laut. Wer ist denn noch hier bei uns? Sollen wir den Jürgen fragen und den Alex, ob sie schon was gefunden haben? Jürgen? Jetzt Für den Funk. ganz so hart. Habt ihr schon irgendwas entdeckt?
immer wieder mal Skelette raus und die sind dann nur ein paar Sekunden oder 10, 20 Sekunden dauert, dann verschwinden die plötzlich wieder. Das ist aber interessant, okay, danke. Ich habe es nicht verstanden. Es kommen immer wieder ein paar Skelette und die verschwinden nach ein paar Sekunden wieder. Okay. Genauso wie da. Ja. Ja, es kommt irgendwas und nach ein paar Sekunden. Das ist jetzt aus, ja. Ja, naja, neben dem Funk. Ja. Ja, das ist. Ja. Wenn man weiter weggeht, umso weiter man weggeht, ja, ich drücke den Knopf und gehe weg. Da funktioniert schon nicht mehr. Ja. Ja. Aber trotzdem. Gut. Ja, kommt ihr zurück? Alles klar. Dann besprechen wir mal das Ganze, weil es ist eine ziemliche Ähnlichkeit zu den Abläufen. Ja, hallo. Erscheint kurz etwas und dann ist es wieder weg. Kannst du dich nochmal uns zeigen? Möchtest du uns etwas mitteilen? Wir versuchen festzustellen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob wir hier Hinweise erhalten. Und dafür sind wir dankbar, wenn ihr euch uns mitteilt, ihr oder du. Ja, hallo, jetzt erscheint wieder. Bist du wieder? Möchtest du dich uns mitteilen? Bist du wieder diese Person, diese Entität, die immer wieder hier erscheint? Warum verschwindest du immer wieder? Normalerweise würden Entitäten oder das, was von uns überbleibt, ins Jenseits wandern. Warum bist du noch hier? Oder weißt du gar nicht, dass du gestorben bist? Und weg. Du warst zuletzt schon relativ nah bei mir. Du kannst dich gern zeigen. Wir tun dir nichts. Versuch etwas runterzuschmeißen, etwas zu bewegen.
Was hält dich hier noch fest? Warum kannst du nicht loslassen? Fühlst du dich wohl hier? Wo bewegst du dich am liebsten? Hier hinten eher weniger. Haben dich hier noch nicht gesehen. Kannst du dich hier mal zeigen? Ja. Kannst du Alex antworten? Oder sollen wir zurückgehen? Ja. Es erscheinen, so warte, es kommen immer wieder mal Skelette raus und die sind dann nur ein paar Sekunden oder 10, 20 Sekunden da und dann verschwinden sie plötzlich wieder. Das ist aber interessant, okay, danke. Ich steck's dabei ein, okay? Ja. Das war Versehen anscheinend. Ich glaube, er kommt versehentlich an. Er kommt hier zurück. Alles klar. Du könntest dich noch uns kurz zeigen. Momentan sind wir am Weg retour. Pass auf, dass es nicht stürzt. Es ist immer wieder eine Herausforderung da ohne Licht bei unseren Recherchen. Manches Mal kann das richtig gefährlich werden. Ich fragte die Entität, ob es möglich ist, aufzustehen, und sie kam der Bitte nach und stand auf. Das war eine sehr tolle Reaktion, wie ich finde. Die meisten Erscheinungen sind leider nur von sehr kurzer Dauer gewesen, sodass eine Interaktion nicht möglich war. Die zweite Entität, die noch ein wenig interagiert hat, kam der Bitte nach, ob sie nicht nochmal erscheinen möchte, und hat insgesamt auch ein wenig reagiert. Beim ersten Mal hat Jürgen das Klopfen gehört und war der Meinung, dass es die Nachbarn sind. Die Nachbarn sind aber ziemlich weit weg und es war auch eindeutig im Innenraum zu hören, weil es sehr laut auf dem Mikrofon drauf war. Ich habe mir dann schon irgendwie gedacht, beim Auswerten, ja, es würde mich nicht wundern, wenn es da jetzt ein zweites und auch ein drittes Mal, aber kein Mal mehr klopfen würde, eben das typische Verhöhnen der heiligen Dreifaltigkeit. Ja, und so war das dann auch. Wir haben uns dann nochmal versammelt und haben beschlossen, dass wir mit dem mobilen Portal nochmal durch das Haus gehen. Die Ergebnisse davon zeigen wir euch in der nächsten Episode.
I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take.